Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute endlich mit einem Video über Repost Reflex Chance, was ich persönlich einen sehr interessanten Wert finde. Und ich wurde schon oft in der Vergangenheit gefragt, ja, was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Was macht das? Und naja gut, einerseits kann man einfach in die New Horizons Patch Notes reingucken. Da wurden nämlich diese Sonderset-Effekte für die verschiedenen Klassen eingeführt. Und man muss das Ganze aber natürlich mal ausprobieren, um es wirklich bewerten zu können und sich dann auch ein Urteil darüber erlauben zu können. Weil man liest sich das so durch bei manchen von diesen Effekten und denkt sich dann so, also wirklich was gelernt habe ich da jetzt auch nicht so wirklich. Also wie funktioniert es denn jetzt wirklich in der Praxis? Und das will ich euch heute zeigen und kann diese Frage jetzt endlich beantworten. Ich weiß jetzt natürlich schon länger, wie es genau funktioniert, weil ich habe das Set jetzt schon seit 2 Monaten. Aber ich habe extra noch ein bisschen gewartet mit dem Video, um es einfach noch ein bisschen sacken zu lassen und es auch wirklich beurteilen zu können oder meinen Review sozusagen zu diesem Set-Effekt geben zu können. Also dieser Set-Effekt, Repost Reflex Chance, ist auf einen Blade-Set ab Level 150 drauf, also auf ein klassenspezifisches Set. Das heißt nicht auf den PvE-Sets, sondern auf den Sets, die für die Klasse gemacht sind. Die PvE-Sets, die haben ja alle die gleichen Effekte letztendlich für alle Klassen. Und die jeweiligen Wild-Sets, wie man sie nennt, und auch die Anko-Sets, die sind auf die Klasse zugeschnitten irgendwo. Und der auf die Klasse zugeschnittene Effekt vom Blade ist eben Repost Reflex Chance. Eine Chance, je nachdem wie hoch sie ist. Bei Lucaris Lucanif beträgt sie 5%, bei Corviel Corvian beträgt sie 10% tatsächlich. Und das sorgt dafür, also 5 oder 10% Chance, dass du einen Hit blockst für 90% des Schadens. Also du bekommst dann 90% weniger Schaden, was eine Menge ist. Und zusätzlich, wenn du in Nahkampfreichweite bist, wie auch immer sich genau das definiert, ich weiß es nicht, aber naja, Nahkampfreichweite halt, du wirst automatisch einen Hit zurückgeben, nachdem du geblockt hast. Heißt im Endeffekt, und das demonstriere ich euch auch gleich so, du bekommst ganz viele Hits, hast bei jedem Hit eine 5% Chance, das zu blocken, kriegst dann 90% weniger Schaden, also quasi fast gar keinen Schaden, und haust dann zusätzlich noch einmal zurück. Und das ist halt actually, finde ich persönlich, ein richtig cooler Skill. Und den möchte ich euch heute eben zeigen. Und einzige Problem ist halt, ich habe jetzt noch das Lucanif-Set, das heißt, meine Repost Reflex Chance ist leider nur 5%. Wie gesagt, bei Corvian wäre sie jetzt 10%. Das heißt, ich muss jetzt hier ein paar mehr Monster tanken, um das demonstrieren zu können. Weil, als ich den Effekt zum ersten Mal, also wo ich wusste, okay, ich werde jetzt diesen Set-Effekt haben, habe ich auch so ein bisschen gefragt, ja, wie funktioniert das eigentlich? Und das konnte mir tatsächlich keiner so wirklich richtig beantworten. Ich meine, das ist jetzt auch nicht der wichtigste Set-Effekt. Im Detail, also auch wie viel Schaden macht das denn und so. Aber es ist tatsächlich so, und ich hoffe, wir sehen es jetzt auch relativ früh. Ich werde nicht angreifen, ich werde einfach nur hier stehen und mich verprügeln lassen. Man führt, und da war es gerade, man führt einfach wirklich einen ganz normalen Auto-Attack aus. Hier hat es gerade 2 miteinander getriggert. Hier hat es gerade sogar Waterbomb getriggert. Ja, es triggert auch Waterbomb. Es ist ganz normaler Reflect-Damage. Hier schon wieder Waterbomb getriggert. Also ich mache gar nichts und die Monster kriegen trotzdem Schaden. Und wie man sogar sieht, es crittet sogar. Also es ist auch kein Skill-Damage, sondern es ist wirklich einfach, wie als würde ich das Monster schlagen. Nur, dass ich eigentlich gar nichts mache. Also ich stehe einfach nur rum und die Monster verprügeln sich quasi selbst. Ich persönlich finde das richtig, richtig cool. Auch dass Waterbomb davon getriggert wird, ist richtig, richtig cool. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also so funktioniert das Ganze. Klar, was man jetzt natürlich sagen muss ist, naja, ein Blade, der tankt ja jetzt nichts und so. Und ja, also man kann natürlich ein bisschen drüber streiten, wie sinnvoll jetzt dieser Set-Effekt ist oder was der jetzt wirklich bringt. Aber eigentlich ist es einfach zusätzlicher Schaden. Es ist zwar eine extrem niedrige Chance bei 5%, glücklicherweise bei Corvian sind es dann schon 10%, da triggert es dann doppelt so oft, also in dem gleichen Beispiel hier, wenn ich so 10 Monster oder wie auch immer das waren, jetzt tanken würde, hätte es doppelt so oft getriggert und dann zusätzlich immer noch die Chance, dass auch Waterbomb triggert. Mit 2 Waterbomb-Waffen wäre das dann auch eine gute Kombo. Würde also schon relativ häufig eigentlich triggern, also würde schon relativ häufig passieren und man würde dadurch eine Menge Zusatzschaden machen. Und ich sage mal so, es gibt viele Situationen, auch wenn ein Blade grundsätzlich jetzt kein Tank ist in den meisten Fällen, gibt es trotzdem viele Situationen,
wo du einfach gegen Monster kämpfst und Schaden bekommst. Und jedes Mal, wenn du Schaden bekommst, hast du eine 5 oder 10% Chance, dass du einfach einen zusätzlichen Auto-Attack ausführst. Und das bei der stärksten Klasse im Game, wo die Auto-Attacks auch so viel wert sind. Übrigens, warum ich so wenig Schaden mache, ich habe Feuer auf den Waffen. Wollte ich nur mal anmerken, ne? Nicht, dass hier das jemand missversteht und sich denkt, oh, die stärkste Klasse im Game, du machst 30k Crits, Bro. Ja, also wie gesagt, ich habe gerade Feuer auf den Waffen, die Monster hier sind Wasser, aber ich habe jetzt einfach einen Testgrund gebraucht, wo ich nicht komplett verprügelt werde, wo ich auch ein paar Monster tanken kann mit dem Set. Weil wenn ich jetzt zu Kailun-Mobs gegangen wäre, da könnte ich keine 10 Monster tanken. Aber darum geht's auch nicht. Sondern eben einfach, wenn du im Kampf bist, gegen Red Meteo, gegen Kriton, wenn du es mit diesem Set schaffst, Kriton zu tanken, gegen alle möglichen Bosse und auch gegen alle normalen Monster im Spiel, gegen die du kämpfst und die dich tatsächlich hitten, hast du immer eine Chance von 5 oder 10% einen zusätzlichen Auto-Attack auszuführen und das, obwohl du eh schon die stärkste Klasse im Spiel bist. Und das sorgt dafür, dass in Kämpfen, wo du tatsächlich Schaden bekommst, dein DPS nur noch höher wird. Was halt, wie gesagt, wenn du Blade spielst, einfach noch ein bisschen absurder klingt. Und deswegen fand ich von Anfang an diesen Set-Effekt einfach total interessant. Auch wenn ich nicht so hundertprozentig genau wusste, wie funktioniert das, wie viel Schaden macht das und so. Also ich war mir nicht so hundertprozentig sicher in der Praxis, naja, ist das jetzt wirklich so gut oder hört sich das einfach nur gut an und eigentlich ist es Müll. Also ich muss sagen, es ist so ein bisschen beides. Also es ist natürlich schlecht, weil Blade jetzt grundsätzlich nicht, also vor allem nicht viele Monster tankt. Das heißt, die Chance, dass dieser zusätzliche Auto-Attack kommt, ist ziemlich gering. Wenn er aber kommt, dann ist es einfach ein ganz normaler Auto-Attack und das sorgt einfach für mehr Schaden. Bei einer Klasse, die sowieso schon extrem viel Schaden macht. Also finde ich, passt eigentlich gut zum Blade. Die Prozentchance könnte vielleicht ein bisschen höher sein. Also 5% ist schon wirklich sehr wenig. 10% glücklicherweise später dann. Und falls sie nochmal neue Sets machen, wäre es natürlich gut, wenn es dann vielleicht sogar 15 oder 20% sind. Aber an für sich ist das eigentlich ein ziemlich cooler Effekt. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Funktioniert im Endeffekt genauso wie Schaden reflektieren. Es ist im Endeffekt auch einfach Schaden reflektieren, nur die Chance ist halt ziemlich gering. Genau. Ob man sich jetzt deswegen für das Wilds- oder Anku-Set entscheidet, also ich würde persönlich sagen, das ist jetzt eher nicht der ausschlaggebende Faktor. Es ist mehr so ein kleiner Bonus. Also wenn du sagst, okay, ich will das Set mit der Crit-Rate, ich will das Set mit dem Crit-Damage aus diesem und jenem Grund, dann bekomme ich das noch oben drauf. Aber ich würde sagen, als maßgeblicher Entscheidungsfaktor für Lucanif, Lucaris oder das Anku-Set oder die Anku-Sets würde ich es persönlich jetzt nicht nehmen, weil dafür ist es dann wahrscheinlich doch nicht gut genug. Also bei Anku vielleicht schon eher, ich meine, das habe ich noch nicht ausprobiert mit den 10%. Aber bei Lucaris, Lucanif würde ich dann doch einfach wie gesagt, die Hauptfaktoren Crit Damage, Crit-Rate oder beim PvE-Set HP-Rate, Blockrate entscheiden lassen und eher weniger ist auf diese 5% Chance, auf diesen kleinen Gimmick-Skill zurückführen lassen. Aber wie gesagt, das ist der Skill, so funktioniert's. Jetzt wisst ihr Bescheid und vielleicht hilft euch das ja bei der Entscheidungsfindung oder auch nicht, keine Ahnung. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie es funktioniert. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen für mehr Videos und auch Livestreams. Schaut in die Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.